Grüß Gott, meine Damen und Herren, zur Rundschau. Die Schlagzeilen. Kampf gegen Seuchen. Die Zeit wird knapp, um Epidemien in den Überschwemmungsgebieten zu verhindern. Im Zeichen der Katastrophe. Die Lage in Südasien beherrscht die Predigten und Ansprachen zum Jahreswechsel. Für die Hilfsorganisationen ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Möglichst rasch müssen sie die Überlebenden der Flutwelle in Südasien versorgen, sonst drohen Seuchen. Etwa 2 Millionen Menschen warten in den Katastrophengebieten auf Hilfe. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf 150.000 gestiegen. Abschied vom Jahr, Abschied von den Toten. In Phuket Town gedenken Einheimische und Urlauber der Opfer der Flut. Die Hälfte der Toten an den Küsten Thailands sind Bewohner der Region, die andere Hälfte Touristen. Noch immer übersteigt die Zahl der Vermissten die der Todesopfer. In Sri Lanka hat die Regierung Staatstrauer ausgerufen. Schlimmer hätte das alte Jahr nicht enden können, schlimmer könnte das neue nicht beginnen. Vor der Hauptmoschee in Banda Aceh im Norden Indonesiens brennen Müllhaufen. Infektionsherde müssen unverzüglich beseitigt werden. Der Tsunami hat Meerwasser in die Brunnen gedrückt. In der feuchten Hitze verwesen seit Tagen Leichen und Tierkadaver auf offener Straße. Mücken vermehren sich explosionsartig. Malaria, Cholera und Typhus bedrohen die Überlebenden, die ohnehin geschwächt sind. Kaum einer hat ausreichend zu essen oder zu trinken. Die Weltgesundheitsorganisation warnt, dass durch Epidemien noch einmal so viele Menschen sterben könnten wie durch die Flutwelle selbst. Ab morgen soll eine Luftbrücke der UNO in die Provinz Aceh stehen. Die meisten deutschen Touristen haben das Katastrophengebiet inzwischen verlassen. Mehr als 1000 werden dort noch immer vermisst. Die Identifikation der toten Urlauber ist nur schwer möglich. In vielen Fällen werden erst Zahn- und DNA-Analysen Aufschluss geben. Den leblosen Körpern werden Mikrochips mit den spärlichen Informationen eingepflanzt, die man vor Ort gewinnen konnte. Die einheimischen Opfer müssen so schnell wie möglich unter die Erde gebracht werden. Es ist nicht die Zeit, Abschied zu nehmen vom Jahr und von den Toten. 125 der vermissten Deutschen leben in Bayern. Die Zahl steigt weiter, denn stündlich kommen nach Angaben des Landeskriminalamts weitere Namen hinzu. Bislang sind erst 34 deutsche Opfer identifiziert. Die Flutkatastrophe in Südasien beherrschte auch die Predigten und Ansprachen zum Jahreswechsel. Kanzler Schröder warb für eine internationale Partnerschaft, um den Wiederaufbau in den Katastrophengebieten zu unterstützen. Ich stelle mir vor, dass sich die großen Industrieländer für jeweils ein Land oder eine Region verantwortlich fühlen, auch Deutschland. Unsere Bundesländer für entsprechende Bezirke, unsere Städte für Städte und unsere Dörfer für Dörfer. Unsere Wirtschaft könnte helfen. Hilfe würde so sichtbar und ganz konkret. Die Flutkatastrophe in Südasien fand ihren Niederschlag auch in der Silvesterpredigt des Erzbischofs von München und Freising, Kardinal Friedrich Wetter. Im Münchner Liebfrauendom nannte Wetter die Tragödie eine Katastrophe ohne Beispiel. Was dort geschah, betrifft auch uns. Die vom Unglück Heimgesuchten sind unsere Nächsten. Wir fühlen mit ihnen, beten für sie und helfen ihnen mit Spenden und geistlichem Beistand. Wetter warnte die Gläubigen vor einer Entsolidarisierung der Gesellschaft. Es dürfe nicht sein, dass Reiche immer reicher und Arme immer ärmer würden. Jahresabschlussgottesdienst des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises in Augsburg. Vertrauen, Mut und Glaube waren die zentralen Themen der Predigt. Und natürlich ging es auch um die Katastrophe in Südostasien. Es ist für mich auch ein gutes Zeichen, dass es eine Welle der Hilfsbereitschaft und der Bereitschaft zu spenden in Deutschland gibt, angesichts dieser unsäglich großen Katastrophe in Asien. Deutschland ist nicht so kalt, wie es oft kalt geredet wird. Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes in St. Ulrich und Afra kommt den Flutopfern zugute.